Kausalsätze. Im heutigen Video erkläre ich dir, welche Konjunktionen einen Kausalsatz einleiten und ich zeige dir auch, unter welchen Bedingungen ein Kausalsatz auch ganz alleine stehen kann, obwohl es ein Nebensatz ist, und Nebensätze können ja eigentlich nie alleine stehen. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch, deinem Kanal für deutsche Grammatik. Heute geht es um die Kausalsätze. Das sind die Nebensätze, die immer auf die Fragen wieso, weshalb, warum, aus welchem Grund antworten. Hier siehst du schon die Aufgabe, du gibst einen Grund an, warum du etwas tust. Und du hast dort immer zwei verschiedene Konjunktionen zur Verfügung. Das ist einmal weil, kennst du höchstwahrscheinlich schon, und auch da. Grundsätzlich sind die zwei Synonyme. Aber wann du weil und wann du da benutzen solltest, das erkläre ich dir jetzt mit der Hilfe von meinem E-Book. Wann benutzt du weil und wann benutzt du da? Schauen wir uns als erstes hier nochmal zwei Beispiele mit weil an. Warum hast du keine Übung gemacht? Ich habe keine Übung gemacht, weil ich keine Lust hatte. Wieso arbeitet Stefan heute nicht? Stefan arbeitet nicht, weil er krank ist. Das ist ja immer die Variante Nebensatz hinter dem Hauptsatz. Wenn du das Ganze rumdrehst, also der Nebensatz vor dem Hauptsatz steht, dann benutzt du in der Regel da. Also warum hast du keine Übung gemacht? Da ich keine Lust habe, habe ich keine Übung gemacht. Wieso arbeitest du heute nicht? Da er krank ist, arbeitet Stefan heute nicht. Das ist so, wie es die Menschen normalerweise benutzen. Es ist aber trotzdem immer richtig, wenn du es andersrum machst. Also auch Stefan arbeitet nicht, da er krank ist, oder weil ich keine Lust habe, habe ich keine Übung gemacht. Das ist beides auch absolut korrekt, aber die meisten Muttersprachler verwenden weil, wenn der Nebensatz dahinter steht, und da, wenn der Nebensatz von steht. Grundsätzlich ist da auch immer ein kleines bisschen gehobener, oder in der Schriftsprache wird auch häufiger da verwendet als weil, aber grundsätzlich sind beide absolut korrekt und beide absolut Synonyme zueinander. Du kannst sie geschrieben, gesprochen, beides immer benutzen. Schauen wir uns noch die Besonderheiten an, denn mit weil oder da eingeleitete Nebensätze können auch allein stehen, also ohne den Hauptsatz, aber nur unter einer Bedingung, wenn die Situation klar ist, also die W-Frage klar ist. Wenn dich also jemand fragt, warum bist du nicht in der Schule, reicht es aus, wenn du sagst, weil die Schule heute ausfällt. Du musst nicht nochmal den Hauptsatz, also damit die Frage wiederholen, nämlich ich bin heute nicht in der Schule, weil die Schule heute ausfällt. Es reicht völlig aus, weil die Schule heute ausfällt. Hier kann der Nebensatz also alleine stehen. Das trifft aber auf Dialoge, also die gesprochene Sprache, zu. Wenn du etwas schreibst, dann geht das nicht, außer natürlich ist es ein Dialog. Hier auch das zweite Beispiel: Aus welchem Grund fährt er Bus? Weil sein Auto kaputt ist. Das entspricht der Regel, die in der deutschen Sprache fast immer zutrifft. Alles, was offensichtlich ist, kann weggelassen werden, um Wiederholungen zu vermeiden. So, ich hoffe, du hast heute wieder viel gelernt. Neben den Kausalsätzen gibt es aber auch noch viele weitere Arten von Nebensätzen. Deswegen geht es morgen dann auch gleich weiter mit den sogenannten Konzessivsätzen. Das sind die Nebensätze, die mit obwohl anfangen. Also, ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder und bis dahin viel Spaß und Erfolg beim Deutschlernen.